Das sind die Kreditkarten von Deutschlands kundenreichsten Direktbanken, DKB und Inkdiba. Es gibt einige Leute, die stellen sich die Frage, welche Karte ist denn besser? Das werden wir in diesem Video klären und vor allen Dingen, das könnte spannend sein für Leute, die sagen, oh, ich hätte ja gern wieder eine kostenlose Kreditkarte. Also ich spreche jetzt bewusst Leute an, die noch bei Sparkasse und Co. sind, aber sagen, bin auch gern bei der Sparkasse, ich bin auch gern bei der Volksbank, aber es gibt so Fälle, da möchte ich einfach eine kostenlose Kreditkarte haben und wir klären in diesem Video, ob das für Sie vielleicht eine gute Idee ist. Also bis gleich nach dem Trailer. Ja, willkommen zurück und wie immer ein Begleitartikel für Sie. Können Sie auch gleich hier oben über den Link reingehen und dann sehen Sie das natürlich auf Ihrem Bildschirm geöffnet in einem neuen Fenster. Was habe ich? Ich habe die beiden Karten nochmal für Sie abgebildet, darunter der Vergleich. Seit über 10 Jahren bin ich bei der Einbank, seit 2008 bei der Inkdiba Kunde, habe da die Erfahrung mit der Visa-Karte und noch etwas länger, seit 2004 bei der DKB. Hier habe ich Ihnen in diesem Artikel die beiden Karten nochmal gegenübergestellt und fangen wir an gleich mit der Jahresgebühr, weil das bei den Banken draußen, also bei Filialbanken draußen kaum noch da ist, es sei denn, sie haben ja so ein absolutes Premium-Modell und ein Rieseneinkommen. Die sind bedingungslos gebührenfrei, ne? Also bei beiden Banken keine Jahresgebühr für die Karte und bei beiden gibt es auch keine Gebühr fürs Abheben von Bargeld. Das ist natürlich für einen interessant, vor allen Dingen wenn man ins Ausland reist, kostet es nämlich auch nichts. Bei der Einbank habe ich Ihnen, deswegen sehen Sie auch jetzt hier gelb, eine grün ist immer, alles klar, da können Sie losgehen, müssen sich überhaupt keine Gedanken machen und gelb heißt, es gibt was zu beachten. Bei der Inkdiba ist das so, dass da ein Auslandseinsatzentgelt hinzukommt. Das ist super verbreitet bei Banken. 99% der Banken arbeiten mit Auslandseinsatzentgelt und es sind auch in letzter Zeit wieder mehr geworden, weil Banken ja auch gerne Geld verdienen. Können sie auch. Genau, Kartenzahlung ist klar, das ist man gewohnt, dafür gibt es keine Gebühren. Gehen wir in die Kreditkartennutzung rein. Für einige ist das immer interessant, was habe ich für einen Kreditrahmen auf der Karte? Und ich habe Ihnen jetzt erstmal den maximal möglichen raufgeschrieben. Das ist 15.000 bei der DKB, 10.000 bei der Inkdiba. Wie man da hinkommt, sehen wir noch im Verlauf des Videos. Beziehungsweise sehen wir gleich in der Zeile darunter. Das wird dann halt nur durch Gehaltseingang erreicht, deswegen auch wieder gelb bei der DKB. Und hier bei der Inkdiba durch Vorzeigen eines Gehaltsnachweises. Das könnte natürlich schon mal für die Leute interessant sein, die sagen, ich will gar nicht mein Girokonto wechseln, ich möchte nur eine kostenlose Kreditkarte haben. Bei der Inkdiba bekommen Sie die kostenlose Kreditkarte, Sie bekommen auch einen ordentlichen Kreditrahmen, mal vorausgesetzt, dass Ihre Bonität passt, das möchte ich hinzusagen. Sie brauchen nur vorzeigen, die Gehaltsabrechnung. Das ist natürlich ist eine spannende Sache. Der Verfügungsrahmen. Ne? Wir haben einen Unterschied zwischen Kreditrahmen und Verfügungsrahmen. Kreditrahmen ist das, was Sie ins Minus gehen können und Verfügungsrahmen ist das, was Sie insgesamt auf der Karte haben. Der kann bei einigen Karten, nicht bei allen Karten, aber bei diesen beiden Karten kann der erhöht werden durch Einzahlung. Sie können Geld auf jeweils das Konto bei der Bank einzahlen und erhöhen damit genau in diesen Summe den Verfügungsrahmen, zuzüglich eventuell der Kreditlinie, also wenn Sie eine mit der Bank vereinbart haben. Sie können in Millionenhöhe einzahlen, wenn Sie wollen und wenn Sie haben. Zinsfreie Teil gibt es nur bei der DKB. Das liegt daran, dass es wir sehen es gleich nach unten weiter im Artikel, ein extra Kreditkartenkonto ist. Denn wenn Sie dort eröffnen, haben Sie zwei Konten. Einmal ein Girokonto, ob Sie es haben wollen oder nicht. Es wird immer eröffnet, aber es ist gleichzeitig auch zu Ihnen gesagt, ob Sie es nutzen wollen oder nicht. Ja, das ist Ihre Entscheidung. Und ein Kreditkartenkonto und einmal im Monat wird der Minusbetrag, der Saldo, mit dem Girokonto verrechnet und solange der auf dem Kreditkartenkonto ist, gibt es keine Zinsen, es ist zinsfrei für Sie. Bei der Inkdiba ist das anders, da gibt es nur ein Konto. Die Kreditkarte ist nämlich an das Girokonto gebunden. Das heißt, alle Kartenzahlungen, die Sie tun, oder alle Bargeldabhebungen werden sofort vom Girokonto abgebucht. Das sind zwei unterschiedliche Systeme und darüber ist es auch so, dass wir haben das ja in der Community schon öfter mal diskutiert. Es gibt ja einige, die mögen das einfach alles sozusagen mal ins Minus laufen zu lassen und dann glatt zu stellen und die anderen sagen, nein, da fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Ich möchte nicht mehr Geld ausgeben, als mir eigentlich zur Verfügung steht, was ich habe. Mir ist es lieber, wenn es sofort vom Konto abgebucht wird und ich sehe, wie viel ist sozusagen noch zum bis zum Monatsende sozusagen übrig, wie viel habe ich noch, kann ich mir die Ausgabe leisten oder nicht. Je nachdem, wie Sie persönlich ticken, wäre vielleicht die ein oder andere Bank auch ein Entscheidungskriterium. Wir haben ja noch mehr, wir gehen noch weiter. Kreditzinsen. Ja, sehen Sie auch einen extremen Unterschied in der Höhe. Also eigentliche Kreditzinsen gibt es nicht, deswegen auch nicht mit diesen
18+%, wie man das so häufig bei reinen Kreditkarten kennt. Ne? Wenn Sie jetzt eine Barclaycard oder eine Advancer-Card haben, ja, wenn Sie da auf die Zinssätze schauen, dann das hat natürlich auch seine Berechtigung, ja. Also für das und jenes. Aber es ist ein extremer Unterschied. Sie liegen ungefähr hier bei 1/3. Aber es gibt deswegen keine richtigen Kreditkartenzinssätze. Die Zinssätze, die ich Ihnen hier angegeben habe, sind die vom Girokonto. Sie haben ja eben gesehen, bei der DKB zahlen Sie ja gar keine Kreditzinsen. Es ist zinsfrei und wenn es verrechnet wird mit dem Girokonto und Guthaben drauf ist, wird es mit dem Guthaben verrechnet. Wenn Sie nach der Verrechnung ins Minus landen, ja, sind Sie natürlich im Dispo drin, soweit vereinbart. Und dann sind es 6,9% aktuell. Bei der Inkdiba ist es so, das Guthaben wird gemindert, wenn kein Guthaben mehr da ist und Sie ins Dispo kommen. Der Dispo ist sozusagen gleichzeitig Ihr Kreditrahmen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man nicht diesen Gehaltseingang brauchen Sie ja nicht, sondern einfach nur vorzeigen, dass Sie ein Gehalt haben, kriegen Sie ja einen Dispo, wenn Sie ihn beantragen, wenn Sie es wollen. Wenn Sie nicht wollen, haben Sie ein Guthabenkonto. Okay? Und das ist dann gleichzeitig sozusagen Ihr Kreditkartenrahmen. Der Dispo-Rahmen sind dann 6,99%, ab da, wo Sie dann unter die Nulllinie rutschen. Einfach, transparent, günstig. Schauen wir die Extras. Extras werden immer ganz gerne gefragt bei uns in den Kommentaren, deswegen habe ich es jetzt schon mal gleich mit aufgenommen. Zusatzkarte, ja, das ist jeweils eine Girocard, einmal vom Typ VPay bei der DKB und Maestro bei der Inkdiba. Auf die Details gehe ich jetzt im Video nicht ein, habe ich schon öfter besprochen. Wenn Sie Fragen haben, dazu haben wir die Kommentarfunktion. Partnerkarte wird sehr, sehr gerne gefragt. Haben wir auch Kosten, also bei beiden ist es möglich, ist aber nicht in dem Sinne so eine Partnerkarte, wie man so von ganz klassischen Kreditkartengesellschaften, wie es die Barclaycard kennt, ja, sondern es funktioniert dann mit einem Gemeinschaftskonto. Ja, Sie haben dann 2 Kontoinhaber, kriegen also auch für beide Karten. Oder bei der DKB klappt es auch mit der Bevollmächtigung. Auch Bevollmächtigte können eine Kreditkarte bekommen. Also in dem ganz klassischen Fall, Sie haben ein Girokonto, das gehört nur Ihnen selber. Sie sagen aber auch beispielsweise eine Person, die mir, weiß ich, nahesteht, mit der Sie zusammenleben oder was auch immer, es gibt auch Tochterverhältnisse, Sie brauchen gar kein Verhältnis haben, Sie können einer anderen Person, einer Wildfremden, aber überlegen sich, ob Sie das wirklich wollen, auch eine Visakarte zu Ihrem Konto halt geben. Dann haben wir, das ist ein Unterschied, wenn man vielleicht auf Reise gehen möchte. Wenn Sie immer zu Hause bleiben, ist dieser Punkt für Sie nicht so interessant. Es gibt die Möglichkeit, Notfallkarte zu beziehen, sogar kostenfrei bei der DKB oder Notfall bei Bargeld. Die Inkdiba bietet so einen Service nicht an. Dann haben wir noch Erweiterung der Kreditlinie. Da sieht es jetzt mit der Inkdiba besser aus. Wir haben schon häufig über den Rahmenkredit, das ist gehe ich gar nicht darauf ein. Gehen Sie einfach in den Artikel, klicken Sie hier rauf, dann sehen Sie, wie ich die 25.000 Euro als Rahmenkredit, als zusätzliche Kreditlinie bekommen habe und Sie sehen auch, was ich dafür tun musste. Das ist mich verdammt wenig. Das ist ziemlich also nicht jeder bekommt die. Sie dürfen in der Bonität nicht ganz unten liegen. Das muss man auch sagen. Also wer in der Schufa halt rote Einträge hat, weiß selber. Aber sonst ist es relativ einfach, die zu bekommen. Es haben viele, weil wir letztes Jahr mehrfach darüber berichtet haben, viele beantragt und sind super dankbar, dass sie jetzt quasi so eine Kreditlinie haben. Gehen wir wieder zurück. Das können Sie natürlich, wenn Sie sowieso Kunde bei der Bank sind, ja, miteinander kombinieren. Die Karte greift nicht auf die Kreditlinie zu. Wenn, dann müsste man noch umbuchen. Umbuchen geht aber von einer Sekunde auf die andere im Online-Banking. Also das ist super einfach. Funktioniert klasse. Genau. Was ich natürlich habe, ist die Beantragung der Karte. Jeweils halt den Link zu der Anbieter. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich dann das Fensterchen. Und gehen wir wieder zurück in den Artikel. Wenn Sie weiter runter scrollen, ich sehe jetzt schon, wir haben schon wieder ganz schön lang, deswegen zeige ich Ihnen jetzt nur mal ganz kurz, was Sie sehen, wenn Sie in den Begleitartikel wechseln, was ich Ihnen natürlich empfehlen möchte. Hier nochmal angesprochen, das mit den Zinsen. Ich habe Ihnen aus meinem eigenen Konto hier auch Bildschirmdrucke reinkopiert, ja, reingebaut und Sie können alles, was wir jetzt in der Tabelle erklärt haben, hier nochmal Stück für Stück nachlesen. Wir haben nochmal ein bisschen ausführlicher für die den Überblick haben wollen, also quasi nur ein Konto, da habe ich Ihnen das von der Inkdiba hier reingenommen. Welche Karte ist besser auf Reisen? Da ist dann vielleicht noch der Unterschied, Euroland oder nicht Euroland. Wenn Sie quasi nur in der Währung Euro reisen, macht es auch im Gebrauch keinen Unterschied, weil Euro, da haben Sie keinen Währungswechsel dabei. Wenn Sie aber außerhalb, zum Beispiel nach Asien, nach Amerika oder ist schon teilweise ins Nachbarland, nach Polen, ja, haben Sie natürlich bei jeder Zahlung 1,75%
Zuschlag als Inkdiba-Kunde. Bei der DKB ist das nicht so. Es ist aber noch ein kleiner Hinweis, und das möchte ich Ihnen auch sagen, es gilt nicht generell für alle DKB-Kunden, sondern es gilt für die Aktivkunden. Aktivkunde sind Sie in den ersten 12 Monaten nach Kontoöffnung, und dann, wenn Sie einen monatlichen Geldeingang von 700 Euro haben. Das ist bei 95% der smarten Bankkunden der Fall, die bei uns halt drin sind. Wir wissen das, weil wir eine Abfrage gemacht haben. Aber für denjenigen, der das quasi die Karte nur so ganz nebenbei nutzt und diesen Geldeingang dann nach einem Jahr nicht hat, fällt sozusagen zurück in den anderen Kundenstatus, der ist gar nicht so definiert. Es gibt viele Leute, die sagen halt Passivkunde oder nicht Aktivkunde. Da haben sie aber Gleichstand mit der Inkdiba. Die 1,75% sind dann auch Auslandseinsatzgeld drauf. Aber wie gesagt, die meisten, die die Karte aktiv nutzen oder aktiv nutzen wollen, kriegen das hin, gebacken mit dem Geldeingang. Ja? Es muss kein Gehaltseingang sein, das kann man auch wieder sagen. Es gibt welche, die überweisen sich dann halt Geld dann drauf, wenn sie gerne diesen Status haben wollen, weil der ist ja wechselbar. Also Sie können ihn nicht aufbauen, Sie können ihn auch wieder verlieren. Wenn Sie den haben, dann ist das nämlich mit dem Notfallbargeld. Sie sehen mich, wo ich hier sehr glücklich gucke, weil mir selbst ist das schon mal passiert, dass die Karte abhandengekommen ist, und Sie sehen mich hier mit der Notfallkarte und mit Notfallbargeld, was ich bekommen habe, war ich sehr dankbar. Das Notfallbargeld konnte ich mir noch am selben Tag aus dem Supermarkt abholen. Supermarkt deswegen, weil da war ein Western Union Schalter drin. Das Bild ist in Florida aufgenommen. Und die Notfallkarte kam mit Expresskurier über Nacht. Also die war am nächsten Morgen um 9 Uhr da. Das war natürlich klasse. Als DKB-Kunde hat mich das gar nichts gekostet, weil ich Aktivkunde bin. Also ich nutze die Bank halt smart. Wer nicht Aktivkunde ist, kann diesen Service auch haben, muss aber die Gebühr dafür bezahlen. Bei der Inkdiba ist es gar nicht möglich, also gibt es halt diesen Service nicht, da kann man nichts machen. Da ist es dann vielleicht sinnvoll, wenn man 2 Karten einfach mitnimmt und die eine vielleicht in der Geldbörse hat und die andere im Koffer lässt oder wie auch immer. Das ist auch noch, da kommen wir gleich auf dem Video nochmal zurück wegen 2 Karten. Aber wir haben hier noch Punkt D. Welche Karte ist grundsätzlich besser für Interneteinkäufe? Ja, grundsätzlich sind sie beide gut. Ja? Wir haben, falls Sie im Ausland einkaufen, im Ausland-Online-Shop, das kommt jetzt nicht bei so vielen Leuten vor, haben wir natürlich wieder die 1,75% Auslandseinsätze in Geld bei der Inkdiba, bei den anderen nicht. Aber wir haben eine Besonderheit bei der Inkdiba, was wir oben schon weiter gesehen haben. Ich gehe nochmal hin, wir haben ja hier mehrere Kartenkonten, wir haben ein Girokonto und jetzt 2 Kreditkartenkonten. Bei der Inkdiba gibt es, bei der DKB gibt es die Möglichkeit, ein DKB Visa-Tagesgeld zu öffnen. Das ist ein Tagesgeldkonto. Die Verzinsung ist jetzt nicht so besonders sexy, liegt aktuell bei 0,2%. Deswegen öffnen es die wenigsten, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt bessere Sparkonten. Nehmen Sie es vielleicht gar nicht als Sparkonto, sondern das Sparkonto ist kein Sparkonto an sich. Geld wird verzinst auf einer virtuellen Visa-Card. Das heißt, Sie bekommen eine Kreditkartennummer, ein Ablaufdatum und einen Sicherheitscode per Post zugeschickt. Das ist Ihr Sparkonto. Sie können intern im Online-Banking immer umbuchen und zurückbuchen. Das funktioniert ziemlich gut. Sie kriegen den Zinssatz drauf, aber da Sie ja die Kreditkarten haben, können Sie diese Daten, das sind genau die Daten, die Sie brauchen, wenn Sie in irgendeinem Online-Shop einkaufen wollen, oder wenn Sie zum Beispiel bei Amazon hinterlegen wollen, haben Sie Daten von einer Kreditkarte, weil da lesen Sie halt üblicherweise ja auch nur ab. Ja? Und Sie können diese separat nur für Interneteinkäufe nehmen und haben 2. Sie haben dann eine Karte, wo Sie quasi in Geschäft reinstecken, ja, oder rauftappen auf die neumodischen Geräte, und Sie hätten da noch eine Karte, was dann halt von der Sicherheit vielleicht noch besser ist. Gerade bei Online-Shops, weil wir haben es immer wieder in den Nachrichten, obwohl die meisten Nachrichten werden gar nicht gebracht. Also wenn halt ein Datenklau stattfindet mit Kundendaten, mit Kreditkartendaten, kommt es selten raus. Weil es hat niemand Interesse, das zu veröffentlichen. Weder wo sie geklaut wurden, weil sie sagen, oh Gott, da gehen die Leute bei mir nicht mehr einkaufen. Weder noch die Bankindustrie, weil sie wollen, dass die Leute daran glauben, dass es alles sicher ist. Wir haben auch gesetzliche Regeln dazu. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, oder? Ich sage es jetzt hier gleich. Vom Gesetz in der Europäischen Union ist es so, dass beim Kunden ein maximaler Selbstbehalt von 50 € berechnet werden darf. Also wenn Kreditkartenbetrug stattgefunden hat. Üblicherweise, wenn ein Betrug stattgefunden hat,
bleiben Sie auf gar keinen Kosten sitzen, es wird Ihnen alles zurückerstattet. Wenn aber irgendwo die Geschichte ist, dass Sie vielleicht nicht ganz unschuldig daran sind, ja, es ist natürlich immer eine gewisse Beweislast, also wenn Sie fahrlässig damit umgegangen sind, wenn man zum Beispiel eine Kreditkarte findet, wo man den PIN aufgeklebt hat, ja, darauf geschrieben hat, das sind so Sachen, das darf nicht sein. Bei der DKB ist es aber so, dass die DKB gesagt hat, gut, das ist das Gesetz, aber wir werden unsere Kunden nicht damit belästigen mit 50 Euro. Das ist immer 100%, ja, haben die sich so festgelegt. Interneteinkäufe, genau. Also da hätten Sie die Möglichkeit, und Sie können natürlich auch eine Kreditlinie darauf vergeben. Sie können die Kreditlinie, die Sie haben bei der DKB, aufteilen auf die Kreditkarten. Mal angenommen, Sie haben jetzt 7.500 Euro und dann können Sie zum Beispiel sagen, 5.000 auf die eine, 2.500 auf die andere und das wäre möglich. Okay, haben wir hier den letzten Punkt. Kombination. Möglicherweise sind Sie vorhin schon, als ich in der Tabelle war, drauf gekommen, also wenn man bei der einen Karte, ja, bei der Inkdiba nur vorzeigen muss, dass man ein Gehalt bekommt und bei der anderen muss das Gehalt eingehen, können Sie sich den doppelte Kreditlinie besorgen, weil Sie bei der einen Bank lassen Sie das Gehalt eingehen und bei der anderen zeigen Sie es nur vor. Ich habe es mal bei einem Beispiel gemacht von 2.500 Euro Nettogehalt, ja, und wir haben bei beiden den Faktor mal 3 im Maximalen. Ja. Es kann sein, dass die Bank Ihnen weniger einräumt, wenn die sagen, ja, gut kriegt er Gehalt, aber er ist noch dabei, seine Bonität aufzubauen. Ja. Das trainieren wir auch in unserem Programm zur finanziellen Freiheit. Ich werde Ihnen mal hier den Link noch reinposten. Das kann auch sein, dass die Bank sagt, wir machen erstmal bei 5.000 Stopp, ja, und man kann es dann später erhöhen. Aber gehen wir vom Maximalen aus, haben Sie mit einem Gehaltseingang von 2.500 Euro die Möglichkeit, 15.000 Euro sich einfach an Kreditlinie zu schaffen, nur mit diesen beiden kostenlosen Girokonten mit Kreditkarte. Wenn Sie jetzt aber zu den Leuten gehören, die sagen, ich will gar nicht mein Girokonto wechseln, ich bin zufrieden mit meiner Bank, ich zahle da vielleicht gar keine Gebühr oder ich zahle da auch eine Gebühr und ich zahle die halt auch gerne, weil ich diesen Service halt nutze. Aber wenn man in die Preisverzeichnisse von Sparkassen und Volksbanken reinschaut, haben wir doch in den letzten Monaten und schon Jahren Gebührenerhöhungen bei den Kreditkarten gesehen, beziehungsweise auch Einschränkungen, wo man früher die noch kostenlos hatte, wenn man einen gewissen Umsatz hatte, wurde entweder angehoben oder ganz abgeschafft. Ja? Und deswegen gibt es mittlerweile immer mehr Leute, die sagen, ich gucke mal noch, dass ich eine kostenlose Kreditkarte habe. Hier in diesem Video habe ich Ihnen jetzt vorgestellt, 2 Karten, die bei den kundenreichsten deutschen Direktbanken halt sind, die sehr, sehr gerne genutzt werden, die aber gleichzeitig auch noch ein Girokonto noch haben, wo Sie sich selbst überlegen können, nutze ich das überhaupt? Sie können es liegen lassen, ja? Oder machen wir nebenbei mal ein bisschen reintasten oder wollen Sie vielleicht ganz umstellen? Das ist alles natürlich Ihre Entscheidung, das ist möglich. Nebenbei gibt es natürlich noch Kreditkartenunternehmen, die nur Kreditkarte anbieten. Da sind die Konditionen ein bisschen anders. Wenn Sie Interesse daran haben, werden wir auch in einem Video darauf mal detaillierter eingehen. Dieses Video ist jetzt so gut wie am Ende. Für diejenigen, die gerne auf gelbe Buttons klicken, Sie kennen das von Amazon, die haben natürlich da viel Geld ausgegeben zu testen, wo klicken Leute immer gerne hin. Das habe ich mir übernommen. Hier sind auch die gelben Buttons. Wenn Sie hier raufklicken, kommen Sie dann direkt auf die Seite der Bank, haben weitere Informationen und die Möglichkeit natürlich, sich gleich so eine Karte zu holen. Risiko gehen Sie damit natürlich nicht ein, weil die sind kostenlos und Sie können sie auch jederzeit wieder loswerden. Was Sie hier sehen, ist der Platz, wo das Video, wenn es jetzt fertig produziert ist, reinkommt. Und Sie sehen hier noch die Formulierung noch Fragen. Hier drunter finden Sie nämlich dann hier auch das Kommentarfeld. Sie können dort entweder von Ihren eigenen Erfahrungen berichten. Sie können auch gerne Tipps geben. Finde ich auch sehr spannend, weil dadurch ja auch unsere Inhalte besser werden und manchmal auch Tipps von Ihnen in nächste Videos einfließen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, Sie wissen, dass Sie kennen den Daumen nach oben bei YouTube. Echt geil. Ja? Oder hier auch unsere Sternchenbewertung. Das ist hier noch jungfräulich. Ich freue mich immer für den ersten, der gleich 5 Sterne gibt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Artikel auf dem Spezialportal und mit einem neuen Video auf YouTube. Wenn Sie abonniert haben, werden Sie, je nachdem, wie Sie Ihre Einstellung bei YouTube haben, automatisch über neue Videos informiert. Also ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag oder auch eine schöne neue Woche, wenn Sie es nicht gleich am Sonntag sehen, dieses Video. Und bis bald wieder.